bin hier in Medjugorje und bin mit, wie heißt du? Christina. Und? Peter. Und woher kommt ihr? Wir kommen aus Oelde, Nordrhein-Westfalen. Und das erste Mal hier? Nein, das 5. Mal. 5. Mal. Warum kommst du immer wieder her? Weil man hier Frieden in der Seele hat, weil man hier entspannen kann, weil der Geist zur Ruhe kommt. Das Gleiche für dich als Mann? Ja. Also, dieses Jahr ist es ganz besonders bei mir extrem. Also ich habe schon so viel Zeugnis und so viel geweint hier in der Kirche und an den Stationen. Es ist also dieses Jahr ganz besonders, wie ich hier die Gospa hier spüre. Die Gospa ist die Mutter Gottes. Und warum? Was löst es aus? Und sprech ruhig lauter. Ja, ich weiß es auch nicht. Es ist also, zu Hause ist man immerzu nur eingebunden in die Arbeit und rundherum und hier findet man wirklich seinen inneren Frieden und es ist wirklich einfach wunderbar hier. Man kann es auch zu Hause gar nicht so beschreiben, wie es wirklich hier ist, wenn man hier ist. Also man muss es wirklich hier erleben. Ja. Es ist wirklich so erstaunlich. Wir haben das auch nicht vorher geglaubt. Wir waren in Assisi und dann waren wir unten in Süditalien bei Fratel Cosimo und da haben wir dann einen Pater vom Franziskanerorden, den 3. Orden kennengelernt, Pater Philemon, und der hat gesagt, wir müssten unbedingt hier nach Medjugorje. Und das haben wir dann auch sofort gemacht. Und wir sind jetzt das 5. Mal innerhalb von 2 Jahren hier. Wow. Und was du hast den Geist, diesen Frieden, diese Ruhe. Ja, es ist wirklich so wundervoll hier. Es ist nicht zu beschreiben. Ja. Und für dich als Frau? Was ist Medjugorje nach 5 Mal hier? Es wird immer besser. Es wird immer mehr Ruhe kehrt ein. Es ist besser als jeder Wellnessurlaub. Ich verzichte auf jeden Urlaub, egal wo. Ich bin viel lieber hier. Es ist Bewegung, es ist Natur, es ist Sonnenschein und dazu der Friede. Wie gesagt, man kann es nicht beschreiben, wie es ist. Man muss das fühlen, wie sich's anfühlt. Und ich glaube, wenn man einmal hier gewesen ist, dann ist man süchtig. Gehuckt. Und im Englischen sagt man, you are hooked on. Dann ist man süchtig nach Medjugorje. Du hast gesagt, ihr wart nicht mehr in der Kirche? Nein, wir waren aus der Kirche ausgetreten vor 10 Jahren circa. Und es war viel Missbrauch passiert. Ich habe bei meiner Arbeit viel, negative Sachen kennengelernt. Mit theologischen Personen, die mich massiv beeinflusst haben, habe ich sehr viel Negatives erlebt. Und irgendwann war dann so der Zeitpunkt nach den Missbrauchsfällen, dass ich gedacht habe, ich kann das nicht mehr unterstützen. Ich möchte da nicht mehr sein. Ich habe trotzdem weiter gebetet. Ich war oder bin immer gläubig gewesen. Es war nie, dass das weg war. Aber ich war eine Zeit aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ja. Aber was hat dich zurückgebracht? Du bist ja jetzt begeisterte Katholikin. Ja, ich habe ganz viel ausprobiert. Bei ganz vielen Sehern bin ich gewesen, bei ganz vielen spirituellen Menschen. Ich habe so viel ausprobiert, man kann es sich nicht vorstellen. Ich habe auch sehr viel Geld ausgegeben dafür. Und es sind so viele Versprechen gemacht worden und keiner konnte ein Versprechen einhalten. New Age, ne? Ja. Und Kostet alles? Ja, kostete sehr viel. Ja. Und was ist jetzt die Konklusion oder die Zusammenfassung? Du bist jetzt wieder zurückgekommen. Was hat dich bewegt, wieder zurückzukommen? Sie waren ja nicht alle fern von Jesus Christus. Sie hatten ja schon auch im Hintergrund einen Glauben und Gott war ja schon auch für sie da. Aber durch Pater Pio eigentlich. Wir sind, bevor wir in Assisi waren, bei Pater Pio gewesen. Und da hat es mich dazu gedrängt, in die Messe zu gehen. Und ich bin, trotzdem ich nicht in der Kirche war, in die Messe gegangen. Und das war für mich so ein Geschenk, dass ich gesagt habe, ich möchte das immer haben. Ich möchte das immer fühlen. Ich möchte immer in die Kirche gehen. Und dann habe ich da beschlossen, in der Messe bei Pater Pio, dass ich wieder in die Kirche zurückgehe. Ja. Wow, ich Gänsehaut. Schön. Unglaublich. Und was ist die Heilige Messe für dich? Warum ist es so stark?
mich überzeugt es jedes Mal, wenn der Pastor vorne steht und sagt, in diesem Brot ist Jesus Christus. Und ich lese gerade das Tagebuch der Schwester Faustina und so besonders, wie sie beschreibt, wie die Heilige Messe ist, was dahinter steckt und wie viel Wunder es in der katholischen Kirche auch gibt. Mhm. Wenn man sich da einliest und sich das anschaut, dann kann man nur begeistert und überzeugt sein. Anders geht es gar nicht. Und wenn man dann in der Kirche ist, fühlt man es auch. Und für dich? Bist du auch Ja, zurückgekommen, ausgetreten? genau. Und Wir waren auch zusammen ausgetreten. Ich bin etwas später, ein Jahr später dann wieder in die Kirche eingetreten. Aber man denkt auch, wir haben auch viele Bekannte und die sagen, ja, wir glauben ja noch, aber sind aus der Kirche, weil wir das nicht unterstützen können und. Aber wir haben einfach festgestellt, ohne Priester und ohne Kirche geht es einfach nicht. Es geht einfach nicht ohne Priester und ohne Kirche und ohne die Messfeier, ohne die Eucharistie. Es geht nicht. Man kann es nicht. Wir haben es wirklich. Ich bin auch als Kind und als Jugendlicher immer in der Kirche gewesen, bin sehr katholisch erzogen worden. Und es geht wirklich nicht. Es geht nicht ohne Kirche. Man kann glauben, aber man kann nicht. um einfach glücklich Man, und erfüllt zu sein, ja, willst du damit genau, sagen. Ne? ganz genau. Ja. Ja, Wieder aufgefüllt mit dem genau, Heiligen Geist, mit Freude, Liebe. ganz genau. Ihr seid, man Ja, kann es euch ja ansehen, ihr seid voller Frieden, Freude ja. zusammen. Und es wird wirklich, wenn man hier ist, jedes Mal besser und intensiver und es wird immer schöner. Was ist der Prozess? Warum wird es immer schöner? Was passiert hier Besonderes? Ja, auch, ja, Reinigung und auch einfach Mit das Gott die Nähe zusammen die Messe feiern und den Rosenkranz Nachmittag. Und man ist einfach so fasziniert von diesen, wie gestern war Montag, wie voll die Außenmesse war. Das ist ja gar nicht Auch die ja, deutsche auch die Messe, deutsche auch Messe morgens jeden in der Morgen Kirche. immer, genau. Wir haben heute auch keinen Platz bekommen. Wir haben auch draußen gesessen und mitgefeiert draußen. Aber es ist wirklich, reißt einen so mit. Und das ist alles so ein toller Glaube hier. Es ist unvorstellbar. Mhm. Wirklich. Medjugorje wird der Beichtstuhl der Welt genannt. Geht ihr beichten hier? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Andere Leute haben vielleicht Angst. Was sagst du Leuten? Warum keine Angst haben vor der Beichte? Weil der Pastor ist auch ein Mensch. Und auch die haben ein ganz normales Leben zwischendurch. Die werden bestimmt auch mal Sachen sagen, die nicht so ganz göttlich sind. Und deswegen weiß ich, wenn ich vor einem Pastor sitze und ihm meine Sünden erzähle, ist er zum Teil Mensch, aber er ist auch zum Teil Gott. Er ist der Vertreter von Gott und er nimmt es mir ab. Die Erleichterung, die ich jedes Mal spüre. Die ersten Male habe ich hinterher ganz lange weinen müssen, weil ich so erleichtert war. Das war für mich so eine Erfüllung und so eine Güte, die ich da gespürt habe. Und es gibt ganz besondere Pasteure hier. Das muss man auch sagen. Die sind nicht normal, alle. Wir sind geisterfüllte, Heiliger Boah, Geist voller Liebe und Freude. boah. Ne? Und was die gesungen haben nach meiner Beichte und gebetet haben und wie mich das erfüllt hat, unfassbar, unfassbar schön. Ja, Was würdest du Leuten sagen, warum man zur Beichte geht? weil es sich hinterher so gut anfühlt und weil man durch jede Beichte Gott wieder ein bisschen näher kommt. Und wenn man dann betet, ist es viel intensiver und erfüllender und man hat auch oft das Gefühl, jetzt erfüllen sich viele Dinge. Gott, da ist schon wieder was passiert, da hatte ich drum gebeten und da ist was passiert. Das ist so schön. Ja. Und für dich die Beichte, was würdest du Männern sagen, die Angst haben, Ja, sich so zu offenbaren? genau. Ich glaube, also für mich war es immer noch schwer, auch die letzten Male. Aber dieses Mal wir haben angestanden. Es ist ja so, man muss hier ja anstehen Zur Beichte. zur Beichte. Das ist ja wirklich. Genau, dauert 20 Minuten. Dran Genau, ist. wenn man Glück hat. Aber Kann man mir noch wegrennen? Gibt Es ist wirklich- bestimmt viele? ja, es ist unvorstellbar. Ja. Aber dann haben wir angestanden, weil das sind ja ganz viele dann auch, wo das Schild steht, der deutschsprachig und alles. Und dann hat aber jemand gesagt, da vorne ist auch noch jemand. Und sind wir zu so einem jungen Geistlichen gegangen. Der hat auch, im Moment war niemand da. Und das war das beste Erlebnis, was ich hier bis jetzt in der Beichte erlebt habe. Also der hat einen so aufgefangen und so herzlich. Also war mehr wie ein Brudergespräch als wie bei einem Geistlichen. Und dann wollten wir hinterher noch, da haben wir uns bedankt und alles. Und der kam aus Österreich, aber dann war er weg. Er war weg. Alle anderen Priester sind jetzt auch noch da, aber er war weg.
nächsten Morgen war er nicht mehr da. Wir Mhm. wollten ihn nochmal sprechen, weil man kann dann ja immer sprechen, wenn sie aus der Sakristei kommen, aber er war nicht mehr da. Es war also wirklich wieder ein Gottesgeschenk, dass wir an diesen Geistlichen gekommen sind, der uns so aufgefangen und so wieder bestätigt hat in allen. Das ist Mhm. fantastisch. Und unsere Kirche ist eine Kirche der Ordnung. Wir sind in der Gnade. Man kann ja auch Eucharistie empfangen, die Heilige Kommunion. Was bedeutet die für dich? Ja, auch das ist für mich immer wieder jetzt wird es immer mehr zur Gnade, dass ich daran teilhaben darf, wo ich ja auch so lange aus der Kirche ausgetreten war und eigentlich auch die Eucharistie ja gar nicht mehr und auch die Kommunion nicht mehr empfangen habe. Und es ist wirklich, es hilft einem über den Tag, wirklich. Was würde Leute sagen? Es war ein Priester hier, ein Franziskaner, der gesagt hat, bitte, wenn ihr zur Kirche kommt, zieht euch nicht an, wie wenn ihr an den Strand geht, bedeckt eure Körper. Es hat ein Priester noch hinzugefügt, bitte keine, für Frauen nicht, dass die Formen gezeigt werden. Leggings nennt sich das, oder? Warum soll man sich sehr, sehr modest, wie sagt man im Deutschen, in der Kirche anziehen, wenn die auch ohne Messe in die Kirche geht, anziehen? Warum macht man das? Ja, das ist einfach der Respekt vor dem Haus, vor Gott, der ja immer anwesend ist. Das ist einfach zeigen, wer sich zeigen will, der kann ja an den Strand gehen oder woanders hingehen, in eine Diskothek oder was. Aber das Gotteshaus und auch rundherum um die Kirche, man sieht ja viele Englischsprachige, die das nicht so beherzigen. Und das ist, für mich ist das wirklich auch sehr wichtig, dass das einfach der Respekt ist. Als Frau, was würdest du Frauen sagen? Es geht nicht um zu verurteilen, sondern einfach zu helfen. Was würdest du Frauen Die sagen? Menschen werden abgelenkt. Ich merke das selber auch. Als Frau schaut man sich viel mehr andere Frauen an, wie die angezogen sind, manchmal als wenn Männer das tun. Und wenn die so viel Haut zeigen, dann werden natürlich auch die Männer abgelenkt, aber auch die Frauen. Man schaut sich das an, man verurteilt das manchmal sogar und dann wird das Böse in einem selber geweckt, was man ja gar nicht möchte. Ich möchte mir alle anschauen und sagen, toll. Das ist im Grunde genommen mein Bedürfnis. Und wenn ich dann diese halbnackten Frauen dann zur Kirche gehen sehe, die so ein durchsichtiges Tüchlein vielleicht umgehangen haben, dann empfinde ich das als negativ und es löst in mir was Negatives aus, aber auch in vielen anderen Menschen. Und das passt nicht zu Gott und nicht zu Gottes Liebe. Wir sollen alle Liebe sein, oder? Im Endeffekt, wir haben die schönsten Philosophien. Wie kann man, Ja. oder Lebensweise, ne? Wie kann man die persönliche Beziehung zu Jesus haben? Sprichst du zu dem wie ein Freund? Sagst, ich habe das Problem, kannst du mir helfen? Oder Ja. teilst die Freude? Wie ist das Ja. für dich? Ja, morgens als allererstes bedanke ich mich, auch manchmal nachts, wenn ich wach werde, bedanke ich mich, dass ich so gut geschlafen habe bislang und lobe und preise ihn immer. Also das ist mir ganz wichtig. Und abends das Letzte, was ich tue, ist beten. Es gibt ein Schutzengelgebet, das bete ich zuerst und dann spreche ich also auch ganz offen mit ihm und ich bitte ihn jeden Tag um Verzeihung dafür, was ich am Tag Schlechtes getan habe, weil wenn man etwas verändern möchte im Leben, dann braucht das seine Zeit. Man muss ganz oft sagen, es tut mir leid, bevor sich das im Kopf verändert und man etwas am nächsten Tag anders machen kann. Wir Menschen, und ich bin ja nur auch schon älter, dann dauert es noch länger, habe ich manchmal das Gefühl, auch wenn ich es wirklich will. Und danach spreche ich immer noch den Segen des heiligen Franziskus, weil die Schwestern meiner Oma, 2 Schwestern waren Franziskaner, Nonnen, und ich habe als ganz kleines Kind, als ganz kleines Mädchen das Kreuz von den Franziskanern und diesen Segen bekommen. Und egal wie oft ich umgezogen bin und wie oft ich meinen Wohnort verändert habe oder jedes Mal ist dieses Kreuz mitgekommen auf meinem Nachttischschrank und jedes Mal dieser Segen. Es sieht schon sehr verknittert und man kann es kaum noch lesen, aber ich weiß, was da steht. Und auch das und die Gebete dieser beiden Nonnen, Schwester Odulfa und Schwester Doranda, werden mich dahin geführt haben, dass ich wieder bei Gott bin, dass ich da wieder sein darf. Und deswegen auch zu Ehren der beiden Nonnen bete ich jeden Abend den Segen des heiligen Franziskus. Aber viele Leute denken, auch speziell in den deutschsprachigen Ländern, Gott der Vater ist ein alter Mann mit einem weißen Bart und der ist jähzornig, wartet, wir machen Mist, einen Fehler und dann kann er uns in die Hölle schicken und ist glücklich. Und wenn du anfängst von Gott zu reden, dann sind die abgetickt, sagen, hör auf, das ist das Letzte, was ich von hören will. Du hast aber eine ganz andere Gotterfahrung gemacht, wie Gott der Vater wirklich ist. Wie ist er wirklich? Er ist Liebe, pure Liebe, Glückseligkeit. Und wenn man das Buch von der Schwester Faustina liest, wie sehr sie ihn liebt und wie sehr sie von Güte und Barmherzigkeit spricht, das ist wirklich
Das ist Gott. Ja, ja. Für dich, Gott der Vater, kannst du beschreiben? Ja, wie du schon sagtest auch, man hat wirklich früher oder ich habe auch früher wirklich gedacht, dass er nicht diese Güte und diese Liebe hat, die er uns jetzt schenkt und die wir jetzt empfinden dürfen. Das ist wirklich unbeschreiblich, wirklich. Und du sprichst auch mit Jesus und mit Gott wie ein Freund? Jesus sagt, ihr seid nicht meine Ich habe, Sklaven, ihr seid meine Freunde. ja, natürlich. Ich versuche wirklich immer wenig zu bitten, sondern wirklich bin ich wirklich dankbar jeden Morgen, dass ich so gesund aufstehen kann. Und ich bin auch sehr dankbar immer, dass wir hier die 4 Tage Anreise mit unserem Camper hier immer gut überstehen und. Das ist also wirklich, dass er uns hier hinführt. Ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar. Ja, und da kriegt man noch mehr Gnaden, oder? Ein dankbares Herz, hast du auch gespürt. Ja. Erstmal ist man glücklicher, wenn man Genau, man Dank ist auf ausspricht. jeden Fall glücklicher und man sieht natürlich auch viele Sachen, die man sonst immer so gesehen hat, oh, muss das jetzt sein oder warum ist das passiert und das passiert. Man nimmt es einfach an, dass es wirklich, hätte ja noch viel schlimmer sein können oder dass es wirklich halt Gott gegeben ist. Ja. Toll, wie du sagst. Und hast du einen Lieblingsort in Medjugorje? Eigentlich die Kirche. Wir sind auch gerne an den Blue Crosses und aber Blauen Kreuzen, ja. ja, an den blauen Kreuzen. Das ist Warum auch, da? ja, weil da merkt man schon auch, dass da die Mutter Gottes immer ist, ne? Das finde ich schon da auch in den Blue Crosses. Das Da spürt kann man, es, das ist ein ja, Spüren im Herzen. genau, das ist wirklich ein Spüren, ne? Klar, oben am Potro, am Erscheinungsberg, aber da ist es auch dann immer, aber unten an den blauen Kreuzen komme ich auch wirklich so innerlich sehr gut zur Ruhe, ne? Da kann man gut für sich dann auch so sein, ne? Man wird ja auch hier viel abgelenkt und viele sagen dann immer auch, der Kommerz hier rundherum, diese ganzen Souvenirs-Shop und alles, ne? Aber wenn man hier ist und wirklich beten will, ne? Dann, das gehört halt auch dazu bei so vielen Menschen, ne? Das ist einfach so, ne? Es ist ja überall so. Es ist in Assisi so und überall, ne? Und hier sind sie immer am Schimpfen drüber, aber gut, dass hier auch dann Geld verdient wird, das ist ja auch ganz normal. Ob Die das, Leute müssen leben. ja, genau, ne? Und die Shops wird es Und nicht geben, wenn Leute nicht was kaufen würden. ganz genau. Und hier haben sie es ja wirklich sehr gut gelöst, dass so um die Kirche rundherum ist ja wirklich nichts, ne? Das ist ja wirklich ganz clean, ne? Wenn man da über den Bürgersteig geht und man betritt, dann ist es ja wirklich, ist man wie in einer anderen Welt, ne? Das ist Schön. wirklich ganz schön, ganz clean. Für Da dich, kommt- ja, hast du noch Da was? kommt, ja, zum Beispiel auch in Assisi, wenn man vor der Basilika steht, kommen dann immer noch auch Bettlerinnen oder Bettler und wollen noch was verkaufen und so. Aber hier ist es wirklich ganz clean, ne? Das ist wirklich fantastisch Stimmt, hier. was du sagst. Ja, Für dich, Lieblingsort? Im Mutterdorf. Mutterdorf, warum? Für dich, erzähl. Ja, Schön. der Wald. Der Wald mit der Kirche im Wald. Mhm. Als ich da das erste Mal reingegangen bin, es war niemand da, ich war ganz allein. Mein Mann kam auch erst später. Das Gefühl da war nochmal wieder ein ganz anderes. Das ist mit so viel Liebe da aufgebaut. Das spürt man. Das ist alles nur Gefühl. Man kann da nichts groß erklären mit Worten. Also muss man selbst kommen und erfahren im Ende. Ja. Sagen. Ja. Und ihr betet Rosenkranz? Ja. Den Barmherzigkeitsrosenkranz nachmittags 15 Uhr. Mhm. Warum? Ja, wir haben Exerzitien mitgemacht und da ist uns das auch ans Herz gelegt worden, da wurde das auch praktiziert und der Barmherzigkeitsrosenkranz ist einfach so schön. Einzelne Gebete spreche ich auch gerne mal zwischendurch, aber der Barmherzigkeitsrosenkranz an sich, das ist so erfüllend und es geht ganz schnell. Man ist wirklich für eine kurze Zeit, egal wo man ist, im Frieden, ganz bei sich und ganz mit Gott und Jesus Christus. Und das tut gut. Auch ja, zwischendurch einfach mal diese 10 Minuten um 15 Uhr, festgelegter Zeitpunkt. Man muss sich Termine machen, sonst schiebt man es wieder weg. Ach, ich mach's später. Aber ich habe mir die Alexa auf 15 Uhr gestellt und dann bete ich das immer, ja. Für dich der Rosenkranz? Betet ihr zusammen auch Rosenkranz? ja, wir beten zusammen Rosenkranz. Und hier beide Rosenkränze immer am Nachmittag um 17 Uhr. Und auf der Barmherzigkeitsrosenkranz, wir haben ein Unternehmen noch, ich bin da ein bisschen eingebunden noch mehr. Und aber diese 10 Minuten, dieser Barmherzigkeitsrosenkranz, da kann man wirklich
Das haben die uns auch in den Exerzitien gesagt, dass man da wirklich eine Bitte vorbringen kann und die dann wirklich direkt erfüllt wird. Vielleicht nicht sofort, aber sie wird angenommen und man spürt es wirklich. Ne? Ja. Wenn man also wirklich anfängt, diesen Rosenkranz zu beten und man hat eine Bitte auf dem Herzen, man spürt, dass man es abgegeben hat und dass es dann in den Händen vom Gott ist. Wow. Und habt ihr gesehen, dass dadurch, dass ihr in die Kirche wieder eingetreten seid, dass sich das Eheleben verbessert hat? Dass sich euer Leben zusammen auch verändert hat? Ja, wir sind viel intensiver miteinander wieder geworden, ne? Dass wir viel mehr Rücksicht aufeinander nehmen und nicht so lapidar miteinander umgehen, sondern viel inniger sind, ne? Öfters Hand halten und alles, ne? Und viel rücksichtsvoller sind so, ne? Oder versuchen es auch auf jeden Fall. Es ist ja immer noch draußen die Welt ist ja brutal und böse, wenn man das so sagen kann, ne? Versucht ja immer wieder das Böse reinzukommen. Kommen irgendwie durch immer, irgendeine genau. Ecke oder Ja, irgendein genau. Loch oder was auch immer, oder? Ja, ganz genau. Ah, wow. Und der Sinn des Lebens für dich jetzt? Was würdest du deinem jüngeren Selbst sagen, deinem 18-jährigen Selbst? Ja, meine Kinder sind schon noch älter, sie sind auch nicht in der Kirche. Und man kann es einfach nur vorleben und versuchen, sie wieder zu Gott zu führen. Die sind auch eigentlich katholisch erzogen worden. Aber gut, auch sie werden merken, dass es ohne Gott nicht geht. Es wird einfach nicht funktionieren. Das Leben funktioniert nicht ohne Gott. Ohne Liebe im Endeffekt. Ja. Ohne die Liebe Gottes funktioniert es einfach nicht. Und wir sind für die Liebe gemacht. Ja, genau. Und es ist dann so viel einfacher, wenn man es beherzigt. Man denkt erst, es ist so schwer und kompliziert, aber ist es ja gar nicht. Ist es überhaupt nicht. Seid wie die Kinder, denen gehört das Königreich. Genau. Pur im Herzen, spielen. Genau so ist es. Oder Ja. Dienstleistungen anbieten, Unternehmen aus Ja. Freude, aus Liebe das machen, nicht für Ja. Geld, weil sonst funktioniert es auch nicht. Genau. Es ist nur, Das ist Begeisterung im Endeffekt, Heiliger Geist, ne? ja, ganz genau. Es ist einfach, es funktioniert wirklich nur durchs Geben, ne? Alles, was man dann gibt, kommt dann auch wieder zurück, ne? Ja. Das ist einfach so. Für dich? Würdest du deinem 18-jährigen Selbst jetzt sagen, aus den Erfahrungen, die du gemacht hast? Ja, ich würde mir den Tipp geben, nicht aus der Kirche auszutreten, sondern versuchen, dabei zu bleiben, nicht weglaufen. Wenn Probleme kommen, nicht weglaufen. Es sind einzelne Menschen, die Fehler begehen. Es ist nicht die gesamte Kirche, die falsche Dinge getan hat, sondern es sind diese einzelnen Menschen und das darf man denen auch verzeihen, denn wir begehen alle Fehler. Genau. Das Und sind schwerwiegende Fehler. ja, Der Papst Benedikt hat über 1000 Priester aus der Kirche auch rausgenommen, hat gesagt, die pädophile Sachen gemacht haben. okay. Das ist, wie gesagt, er hat gesagt, strikt, ihr habt nichts in der Kirche zu suchen. Ja. Die Das wurden wusste ich gar nicht. rausgeschmissen. Ja, das wusste ich gar nicht oder das weiß die Und Welt gar nicht. genau, das wird auch Wieder. nie gesagt. Da wird nur Nein. gesagt, der Panzerkardinal irgendwie. Ja, okay. Und aber es geht auch um Verzeihen. Das ist auch richtig. Aber ich meine, das sind schwerwiegende Fälle, weil ich habe Menschen kennengelernt, denen solche Sachen passiert ist. Das ist so tiefgreifend. Ja. Und am Ende, was würdest du sagen, Medjugorje? Warum sollen Leute mal kommen? Um das einmal gefühlt zu haben. Ja. Um diesen Segen im Herzen und auch in der Seele zu spüren. Also ich habe so viel Meditationen geübt und bin wirklich selten dahin gekommen, wo ich jetzt hinkomme, wenn ich den Rosenkranz bete. Der Rosenkranz ist viel mehr eine Meditation als alles andere, was ich vorher gemacht habe. Ich hätte mir so viel Zeit sparen können durch dieses und Geld vor allen Dingen ja auch, ne? Wenn ich in der Kirche geblieben wäre und wäre standhafter geblieben und hätte da weiter gebetet. Und ich glaube, dann hätte ich auch früher spüren dürfen, was ich jetzt spüre. Den Frieden, die Freude. Man kann Ja. das ja ansehen. Ja, Ein Cousin von mir aus Frankfurt sagt immer, die Leute haben so ein Strahlen im Gesicht, okay. die ich da interviewe. Ja. Und das hast du auch, und das Friedvolle. Und was ist für dich der Rat für eine Ehe, glückliche Ehe? Weil alle wollen diese glückliche Ehe, aber irgendwie scheint es nicht mehr zu funktionieren. Viele Scheidungen und so weiter. Ja. Ja, Gott ist eine Voraussetzung und ja, wir haben auch noch das Problem, er ist noch kirchlich verheiratet, beziehungsweise wir wollen das gerade annullieren, um dann eben auch unsere Ehe unter Gottes Segen stellen zu lassen. Auch das ist so eine innere Sehnsucht. Auch das kann man nicht beschreiben. Die Hoffnung, dass das alles gut wird und dass wir im Endeffekt zu einem Pastor gehen können und können unsere Ehe segnen lassen. Das ist auch noch ein ganz großer Wunsch für uns beide. Schön. Und wenn man zusammen daran arbeitet, dann schweißt einen das auch zusammen.
Schön. Wir können ja sicher sein, dass viele Leute für euch beten, dass das alles gut klappt und so Vielen Dank. weiter und so fort. Und für dich, was würdest du sagen, Medjugorje? Warum mal nach Medjugorje kommen? Ja, es ist wirklich, ich hatte das auch beim ersten Mal noch nicht so erfahren, wie ich es jetzt jedes Mal erfahre, also die letzten Male schon. Man kann viel sagen und so, aber man muss einfach, habe es auch meinen Kindern gesagt, die sagen immer, ja, ihr fahrt da schon wieder hin zum Beten und alles. Ja, ja, weil ich sag, wir sind früher auch ganz viel in teure Urlaube gefahren und geflogen nicht, aber wirklich die tollsten Hotels oder so. Aber mit Medjugorje, wir sind jetzt auf dem Campingplatz. Es kann das andere, das bringen, was uns Medjugorje jetzt gibt. Was gibt es dir? So viel inneren Frieden und so viel Liebe kriegt man hier auch. Man kriegt auch einfach Liebe von den Leuten hier, ein Lächeln immerzu von allen. Das ist ja, das gibt es ja sonst woanders nicht. Woanders im Außen ist immer nur Stress und Hektik und Boshaftigkeit. Aber hier in Medjugorje sind ja selbst die Taxifahrer am Rosenkranz beten, ne? Ja, die haben immer, das kann man gar nicht, man kann es ja gar nicht glauben, wenn man nicht hier war. Dass alle nur, und wir haben ja auch so viele Sachen schon erlebt. Wir haben hier Zum schon, Beispiel? ja, wir sind hier bei unserem Künstler, da haben wir schon ein paar tolle Bilder bekommen und beim ersten Mal auch. Dann, wenn man so als Deutscher hier hinkommt, dann denkt man, ja, man zahlt was an und dann, ja, kriegt man das dann auch wirklich und. Und dann hat die Verkäuferin gesagt, Christina, du bist in Medjugorje, ne? Weil ich Und gezweifelt hatte. ja, aber man lacht darüber, aber es ist wirklich hier so. Man wird hier nicht. Über den Tisch gezogen. Nein. Ne, es gibt mit Sicherheit hier auch Leute, die das machen, aber eigentlich wird man hier nicht über den Tisch gezogen. Man wird hier nicht wirklich. Eingeladen bei Ja, Künstler. genau. Also es ist hier ein ganz anderes Leben. Und wir sind ja immer für 3-4 Wochen hier und das ist wirklich, genau. Erzähl nur, ja? Ja. Nee, jetzt. Nein, was? Wovon sind wir? Wir haben Pasteure kennengelernt Mhm. und haben abends mit denen zusammengesessen und wir sind hinterher nach einem schönen Gespräch gesegnet worden. Was für eine Bedeutung das auch hat, das ist einfach, ja, wunderschön. Und auch der Künstler, wo wir haben uns jetzt wieder eins ausgeguckt und er hat gesagt, kommt am Mittwoch vorbei, ich mache ein kleines Picknick, ich zeige euch mein Atelier, wo ich alles stehen habe und solche Geschenke bei jemandem privat eingeladen zu sein, das muss man ja nicht tun, aber dass er das tut und dass er uns so viel Freundschaftsvorschuss entgegenbringt, habe ich auch noch nie woanders erlebt. Ich glaube, das gibt's auch nur hier. Und habt ihr die Erfahrung gemacht, dass wenn man in der Intention der Absicht lebt, dein Wille geschehe wie dem Ja. Vater unser, Ja. wenn man das Leben übergibt und versucht, im göttlichen Willen zu leben, dass das Leben, die Probleme, das bleibt alles da, aber es ist ein lebendiger Gott, der da ist und du siehst die Hand, alles wird langsamer, ruhiger und du siehst die Hand von ihm, weniger stressvoll. Ja. Und wie steht es in der Bibel, seid still, habt keine Angst, ich bin Gott, ich kämpfe für euch. Habt ihr diese Erfahrung gemacht? Ja, ja. Ganz viel regelt sich von allein, beziehungsweise regelt sich dann sogar besser. Das sind nur Kleinigkeiten manchmal, so wie gestern in der Kirche. Jemand versuchte sich vorzudrängeln und ich wollte erst mich vordrängeln und dann habe ich gedacht, nee, lässt du mal die Dame. Und dann habe ich die Dame vorgehen lassen. Ich hatte wirklich einen ganz schlechten Platz und ich konnte da auch nicht knien und wir gingen zur Kommunion und dann sagte sie zu mir, ich muss gleich zum Flughafen, wir fliegen, Sie können meinen Platz dann haben. Also hat sich das auch wenn man gütig ist und jemandem etwas gibt, 2 Sekunden später bekommt man etwas geschenkt, was man vorher nicht hatte. Es ist ja sehr viel Güte in dieser Gegend. Und für dich, also in dem göttlichen Willen zu leben, in der Absicht, Ja, die Probleme das ist, lösen sich einfach. genau. Sieht die Hand. Das ist, wir übergeben einfach dem lieben Gott viel zu wenig. Wir müssten einfach viel mehr übergeben und das Gott gegeben hinnehmen, weil er regelt es schon für uns und er macht es auch besser, als wir es jemals können. Und es wird alles gut werden. Ne? Und Wie ist wir der hängen Wunsch? halt immer noch zu sehr, gerade auch bei uns in Deutschland und überall hängen wir zu sehr am Geld. Auch ich persönlich noch, um Gottes Willen, ich bin auch Unternehmer und alles und am Ego und man will sich immer beweisen und. Aber wir müssen einfach Gott mehr geben, mehr Raum geben und auch mehr Verantwortung übergeben einfach für unser Leben und für unser Tun und Handeln.
Und dann wird er es in die richtigen Bahnen lenken. Und dann werden wir wirklich viel glücklicher werden. Was kann ich sagen? Danke für das schöne Interview. Euch beiden. Zu danken. Wir haben zu danken.